dem Verzicht von Verteidigungsminister Pistorius will der SPD-Vorstand dann am kommenden Montag Olaf Scholz offiziell als Kanzlerkandidat für die vorgezogene Bundestagswahl präsentieren. Das kündigte Parteichef Lars Klingbeil an. Man werde jetzt schnell Klarheit schaffen. Die Co-Vorsitzende Saskia Esken begrüßte ebenfalls den Verzicht des Verteidigungsministers. Pistorius hat in einem Video erklärt, er stehe nicht zur Verfügung und werde Olaf Scholz voll unterstützen. Vor allem die Parteibasis hatte sich jedoch dafür ausgesprochen, dass er, Pistorius, im Februar vor allen Dingen gegen Friedrich Merz antreten soll. Ja, wir versuchen natürlich verschiedene Stimmungen einzufangen, jetzt auch an diesem Tag danach. Und damit schauen wir direkt nach Erfurt zu Anna-Marleen Howe. Denn Anna-Marleen, dort starten bei dir also heute neue Bauernproteste. Wir erinnern uns ja, das war ja Anfang des Jahres wirklich, wirklich groß. Also wie ist denn da so die Reaktion? Wie finden denn die Landwirte die Entscheidung der SPD? Ja, guten Morgen zunächst einmal nach Berlin, denn auf dem Weg dahin sind auch die Landwirte, die hier gerade in Erfurt Station machen, auf den Weg zu den Protesten, die dann morgen am Brandenburger Tor stattfinden sollen. Da werden sich dann Unternehmer angeschlossen, kleinere Betriebe, Mittelständler, dem Pflegestand, um eben auf die prekären Situationen aufmerksam zu machen. Der Ampelbruch, die Kanzlerfrage, das alles beschäftigt Deutschland, das beschäftigt auch den Mittelstand, auch hier die Landwirte. Und bei mir ist jetzt Franz Huber. Er ist Landwirt aus Niederbayern. Herr Huber, für was stehen Sie ein? Warum die Proteste? Was sind Ihre Forderungen konkret? Ganz klare Forderung. Wir fordern eine Redezeit im Deutschen Bundestag, weil diese Politik in Berlin veranstaltet nur noch Kopfschüttel bei uns Bürgern. Und wir wollen die Probleme auf diplomatischen Wege mit Sachwissen in den Plenarsaal des Deutschen Bundestages tragen. Wir sind der Meinung, dass die Probleme der breiten Bevölkerung, der Mittelstandsbetriebe, der Pflege noch nicht bei den Abgeordneten und Ministern angekommen sind. Ja, was sagen Sie zum Ampelbruch? Was sagen Sie auch zu der Kanzlerkandidatur von Herrn Scholz? Jetzt, wo Herr Pistorius ja gesagt hat, er wird nicht antreten. Also ein Kanzler, der sich in der Vergangenheit an so manche Taten nicht erinnern kann, würde bei mir Erschrecken bei meinen Mitarbeitern auslösen. Ein Kanzler muss gerade stehen für das, was er in der Vergangenheit getan hat und auch für die Zukunft. Und ich sehe, es wird keine Veränderung kommen, wenn wir in der ganzen Partei durcheinander so weitermachen. Es geht um die Probleme des Landes, die ihm vorherrschen. Und deswegen muss das Parteigehabe aufhören. Und wenn gute Ideen da sind, müssen die unterstützt werden. Und genau das ist ja unter anderem das, was jetzt gerade auch argumentiert wird. Es wird gesagt, jetzt wo Olaf Scholz aus den Fesseln, das ist ein Zitat, der Ampel befreit ist, wird natürlich alles besser werden. Vertrauen Sie darauf? Nein, sonst würde ich heute nicht als niederbayerischer Landwirt in Erfurt stehen, bei minus 5 Grad im Camper geschlafen. Und man sieht es an den Augenringen, es ist hart und anstrengend, bis nach Berlin zu fahren. Nur es ist wichtig, dass wir zeigen, dass wir nicht in einer Ecke sind, sondern dass wir ganz normale Bürger sind und Sorge um unser Land haben. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, die Proteste, sie halten an. Es wird ja unter anderem auch nicht nur hier bei uns in Deutschland weiter protestiert, auch in Frankreich und zum Beispiel England gibt es heute auch Bauernproteste, um eben auf die verschiedenen politischen Lagen, ja, im Land und auf der Welt aufmerksam zu machen. Also es gibt weiteren Druck seitens der Bauern auf die Reste der Ampelregierung hier in Berlin. Anna-Marleen, Dankeschön.